Es waren auch Verwandte und Bekannte, die ihn in Abstand von ein paar Wochen oder Monaten gesehen haben. Die haben uns jedes Mal gesagt, was habt ihr mit ihm gemacht? Ah, der wirkt ja ganz anders und er ist so wach und er guckt in die Augen. Der wirkt total verändert. Plötzlich im Alter von 2 Jahren hat er aufgehört zu sprechen. Die Sprache war ursprünglich altersgemäß entwickelt, aber irgendwann mal ging es dann nicht mehr vorwärts. Er hat also weder neue Worte gelernt noch Fortschritte gemacht, sondern die Sprache nicht mehr benutzt. Dazu kamen noch andere Störungen, will ich mal sagen, bei der Motorik beispielsweise und auch beim Verhalten. Er konnte auf einmal nicht mehr laufen. Der ist laufend hingefallen. Hat sich auch kleine Platzwunden und Ähnliches zugezogen. Er hat nie geweint. Das war das, was mich sehr beunruhigt hat. Dann ist er die Terrassentreppe runtergefallen und hat sich Zähne ausgeschlagen, hat überall aus dem Mund geblutet und er hat es gar nicht gemerkt, er ist einfach weitergelaufen. Und es ging so weit, bis er nicht nur stumm war und ganz, ganz schwerfällig sich bewegte. Da hinzu kam, dass das Kind immer abwesender wurde. Zu dieser Abwesenheit kam nochmal was ganz dramatisch hinzu, und zwar die Autoaggressionen. Er hat sich teilweise wirklich mit beiden Fäusten mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, bis es ganz knallrot war. Also das war ganz grausam. Nachts habe ich alles gehört, dass er mit voller Wucht sich mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Man hat vom Gesicht nichts ablesen können, weder Freude noch Trauer. Einmal ist es sogar passiert, dass man ihn vergessen hat und er ist einfach auf der Straße stehen geblieben. Und zwar von der Schule aus. Hat jemand gesehen, dass der Bus weggefahren ist und er einfach stehen geblieben ist. Und er hat sich einfach nicht gerührt. Und dann hat er immer ein Schild bei sich hängen gehabt, da stand drauf sein Name und seine Adresse. Und dann haben wir ihn immer suchen müssen oder die Nachbarn mussten ihn zurückbringen, weil er sich immer verlaufen hatte. Das Kind war ein Rätsel für mich. Es hat mir Angst gemacht. Wir haben natürlich zuerst die normale Lösung gesucht, sprich über die ärztliche Schiene. Da die Störung Richtung Zurückgezogenheit gegangen ist, hat man natürlich gleich an Autismus gedacht. Wobei es beim Autismus so ist, dass es sehr viele Facetten gibt der Äußerung dieser Behinderung. Und wenn man sich gar nicht sicher ist, dann sagt man, das ist ein frühkindlicher Autismus, was eigentlich nach meinem Wissen die schwierigste Form ist, die es überhaupt gibt und die eigentlich immer von Seiten der Ärzte mit einer geistigen Störung einhergeht. Ja, und im Rahmen dieser Bemühungen unsererseits haben wir so ziemlich alles ausprobiert, was es gibt und was es nicht gibt. Und da wird einem auch sehr schnell klar, dass die ärztliche Kunst da an eine starke Grenze stößt. Und das haben wir eigentlich jahrelang gemacht, wobei man sagen muss, mit mehr oder minder armseligem Erfolg. Also die Sprache hat sich nicht verbessert. Bei Max Christian wurde ein atypischer Autismus diagnostiziert. In seinem 3. Lebensjahr hat seine Sprachentwicklung praktisch aufgehört. Autismus gilt üblicherweise als unheilbar und seine Therapie gestaltet sich äußerst schwierig, was auch seine Eltern erleben mussten. 2006, das war Januar 2006, bin ich in die Bruno-Gröning-Lehre eingeführt worden.
das weiß ich ganz genau, 26. Januar. Und im März ist mein Mann eingeführt worden. Und seitdem haben wir uns regelmäßig eingestellt, mein Mann und ich, für unser Kind. In diesem Zusammenhang sehe ich viele Fortschritte, ganz viele Fortschritte. Und da meine ich nicht nur meinen Sohn. Ich meine alles wendet sich zum Guten. Und dann ist es halt mit der Zeit, dadurch, dass wir laufend uns für ihn eingestellt haben, immer besser geworden. Er hat dann irgendwann mal angefangen, ein erstes Wort zu benutzen, ein zweites Wort zu benutzen und hat dann auch reagiert auf Fragen oder auf seine Umwelt reagiert. Und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war, wenn man ihn jetzt sieht. Er nimmt eigentlich an dem Leben ganz normal teil. Und wenn ihn jemand nicht von früher kennt, kann er sich das gar nicht vorstellen, dass das früher mal so war. In allen Bereichen, ob das jetzt das Sprechen, das Laufen, das Dasein anbelangt, hat man deutlich gemerkt, dass sich das Kind total verändert. Es waren auch Verwandte und Bekannte, die ihn in Abstand von ein paar Wochen oder Monaten gesehen haben. Die haben uns jedes Mal gesagt, was habt ihr mit ihm gemacht? Der wirkt ja ganz anders und er ist so wach und er guckt in die Augen. Der wirkt total verändert. Das hat man uns von außen so gesagt. Und ich meine, wenn man mittendrin ist und den jeden Tag sieht, fällt es einem nicht auf, dass er schon zum Beispiel ganz anderes Benehmen am Tisch hat, dass er jetzt Fragen stellt, dass er sich für jemand anders interessiert. Das war komplett alles neu. Für uns war es langsam schon wieder Gewohnheit. Für die, die ihn nicht gesehen haben oder ganz selten gesehen haben, jedes Mal eine große Überraschung. Da hieß es, der hat sich aber gemacht. Das ist ja toll. Was macht ihr denn? Ja, man wusste ja, dass wir alle möglichen Therapien gemacht haben. Und da konnten wir erstmal gar nicht sagen, was wir machen. Dann haben wir nur gesagt, ja, wir beten. So haben wir vorsichtig gesagt. Wir wussten ja, dass es das Einstellen ist. Wir wussten das. Also, wo ich noch Autist war, habe ich noch nie gekegelt. Wo ich beim zweimal Kegeln war, das war in Magdeburg. Und da war ich bei den ersten 10 Hunden von der 2. bis zum 9. der Beste. Ja, jetzt vielleicht interessant ist es, er hat am Telefon ein Interview mit den Stadtwerken machen sollen, als er einen Vortrag über Wasser leiten sollte. Ne? Und ich habe das von der Schule erfahren, ne? Dass die Schule ihn telefonisch ein Interview machen ließ. Ne? Und dann bei dem Vortrag, das war sein erster Vortrag, sind auch alle Eltern eingeladen worden. Und das waren sehr viele Leute. Der hat das so schön gemacht. Ne? Ich habe das erste Mal gedacht, ist das mein Kind? So souverän. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, wie er das vorbereitet hat. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie weit der ist. Er kann sogar das Publikum unterhalten. Ja, und das ein Kind, das nicht sprechen konnte. Max Christian hat eine erstaunliche Entwicklung eingeschlagen. Er hat in allem aufgeholt. Sein Kontaktverhalten, seine Bewegungen, seine Lernfähigkeit sind sehr stark gewachsen. Aufgrund der vorangegangenen Jahre waren diese Entwicklungsschritte in keinster Weise zu erwarten und dieser Verlauf lässt sich mit den mir bekannten Modellen der Psychologie in keinster Weise erklären. In der heutigen Medizin gilt Autismus als unheilbar. Und so ist dieser Entwicklungsweg von Max Christian für mich als Arzt völlig unverständlich. Ja, so weit ist es, dass man uns das gar nicht glaubt. Schön. Wir sind sehr dankbar.